Hallo, ich bin René und der ein oder andere kennt mich vielleicht von meinem YouTube-Kanal. Ich hatte die Gelegenheit, in den letzten Wochen die nagelneue Kawasaki Ninja 7 Hybrid ausgiebig Probe zu fahren. Da es sich um ein völlig neues Motorkonzept handelt, sollte man vor Fahrtantritt das eine oder andere wissen. In diesem Video erkläre ich dir die wichtigsten Funktionen, sodass du möglichst schnell und sicher das volle Potenzial dieses neuen Motorrads nutzen kannst. Die Ninja 7 Hybrid und natürlich auch die Z7 Hybrid besitzen ein einzigartiges, elektronisch gesteuertes Sechsganggetriebe. Die hydraulische Kupplung arbeitet vollautomatisiert. Die Gangwahl erfolgt an der linken Lenkerarmatur über diese beiden Knöpfe. Der Zeigefinger schaltet hoch, der Daumen herunter. Dieses kann manuell oder auch vollautomatisch erfolgen, aber dazu später mehr. Beide Hybridmodelle sind zudem mit einem Automatic Launch Position Finder ausgestattet, welcher automatisch in den ersten Gang zurückschaltet, wenn das Motorrad angehalten wird. Um ALPF zu aktivieren, die AT-MT-Taste gedrückt halten, bis das ALPF-Symbol im Display erscheint. Kleiner Tipp von mir, lasst es aktiviert. Es erleichtert das Fahren gerade am Anfang enorm. Um das Motorrad starten zu können, muss dieses sich in Neutral-Leerlauf befinden und der Seitenständer muss eingeklappt sein. Für den Fall, dass der erste Gang eingelegt sein sollte, mit dem Daumen an der linken Armatur in den Leerlauf schalten. Dann betätigt man wie gewohnt den Motor-Start-Stopp-Schalter an der rechten Lenkerarmatur. Der Motor startet. Fangen wir mit dem dynamischsten Modus, dem Sport-Hybrid-Modus an. Dieser ist bei jedem Start des Motorrads automatisch aktiviert. Um nach dem Starten des Motorrads loszufahren, einfach mit dem linken Zeigefinger den ersten Gang einlegen und dann den Gasgriff ein wenig öffnen. Im Sport-Hybrid-Modus muss manuell geschaltet werden. Dazu bei der entsprechenden Drehzahl einfach erneut mit dem Zeigefinger in den nächsthöheren Gang schalten. Zum Herunterschalten den Daumenknopf an der linken Lenkerarmatur benutzen. Während des Fahrens ist Hochschalten nur unter geöffnetem Gasgriff möglich, Herunterschalten nur mit geschlossenem Gasgriff. Im Sport-Hybrid-Modus gibt es zudem noch den E-Boost. Mit E-Boost kannst du ca. 5 Sekunden lang auf mehr Leistung und zusätzlichen Schub durch den Elektromotor zugreifen. Die Beschleunigung ist damit spürbar stärker. Um den E-Boost zu verwenden, muss das Gas mindestens 20% geöffnet sein. Sobald im Display das E-Boost-Symbol erscheint, kann mit einem Druck auf die E-Boost-Taste an der rechten Armatur dieser aktiviert werden. Die verbleibende Menge E-Boost wird auf dem Anzeigebildschirm dargestellt. Wenn diese leer ist, steht der E-Boost kurze Zeit nicht zur Verfügung. Sobald der E-Boost wieder aufgeladen ist, erscheint das E-Boost-Logo wieder auf dem Display. Im Sport-Hybrid-Modus kann man auch aus dem Stand heraus mit E-Boost starten. Dazu einfach vor dem Öffnen des Gasgriffs den E-Boost-Knopf drücken. Die zusätzliche Kraft des E-Boost endet hier nach 5 Sekunden beim Erreichen von 100 km/h oder beim Einlegen des dritten Gangs oder höher. Um in den Eco-Hybrid-Modus wechseln zu können, muss der Gasgriff geschlossen sein. Danach die Taste Eco gedrückt halten. Der Wechsel ist erfolgt, sobald im Display Eco angezeigt wird. Es kann zwischen Sport und Öko jederzeit gewechselt werden, auch im Stand oder vor dem Starten des Motors. Im Öko-Hybrid-Modus wird der Motor beim Anhalten des Motorrads mit warmem Motor automatisch abgeschaltet, so wie man es von einer Start-Stopp-Automatik eines Autos kennt. Das Anfahren in diesem Modus erfolgt dann rein elektrisch. Auch bei langsamen Stop-and-Go-Fahrmanövern bleibt der Verbrennungsmotor aus. Bei ca. 10 bis 20 km/h startet dieser dann vollautomatisch.
Im Öko-Hybrid-Modus kann sowohl manuell über die beiden Tasten an der linken Armatur geschaltet werden oder auch vollautomatisch. Dazu mit einem kurzen Druck auf die AT-MT-Taste des Automatikgetriebe aktivieren. Im Display erscheint das AT-Symbol. Bei aktiviertem Automatikgetriebe übernimmt das Fahrzeug alle Schaltvorgänge und diese sind sehr auf sparsames Fahren getrimmt. Die Automatik schaltet sehr früh hoch und sehr spät herunter. Als groben Richtwert kann man hier 20 km/h gleich zweiter Gang, 30 km/h gleich dritter Gang, 40 km/h vierter Gang und so weiter nehmen. Um stärkere Lastwechsel zwischen den Schaltvorgängen zu vermeiden, empfiehlt es sich, das Gas bis zum Erreichen des 6. Gangs nur sparsam zu öffnen. Zu jeder Zeit ist es manuell möglich, einen anderen Gang über die Tasten an der linken Lenkerarmatur zu wählen. Nach jedem manuellen Eingriff muss das Automatikgetriebe durch Druck auf die AT-MT-Taste erneut aktiviert werden. Das Automatikgetriebe ist im Sport-Hybrid-Modus nicht verfügbar. Im EV-Modus, dem rein elektrischen Modus, erfolgt das Anfahren als auch das Fahren ausschließlich mit dem Elektromotor. Um den EV-Modus zu aktivieren, muss der Gasgriff geschlossen sein. Das Getriebe darf sich maximal im 4. Gang befinden und es muss eine Geschwindigkeit von 25 km/h oder weniger gefahren werden. Ein Wechsel in den AV-Modus ist sowohl aus dem Eco-Hybrid-Modus als auch aus dem Sport-Hybrid-Modus möglich, solange diese Parameter eingehalten werden. Zum Wechsel in den EV-Modus die HEV-EV-Taste an der linken Lenkerarmatur gedrückt halten. Der Wechsel ist erfolgt, sobald im Display EV angezeigt wird und der Motor abschaltet. In diesem Modus arbeitet das Getriebe ausschließlich vollautomatisch. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt ca. 60 km/h und die Reichweite ca. 10 km. Durch erneuten Druck auf die HEV-EV-Taste schaltet sich der Verbrennungsmotor wieder mit dazu und das Motorrad wechselt wieder in den vorherigen Modus. Auch hierzu muss der Gasgriff geschlossen sein und die gefahrene Geschwindigkeit muss unter 25 km/h liegen. Dieser Modus unterstützt das Manövrieren auf einem Parkplatz oder ähnlichem. Im Walk-Modus kann das Motorrad sowohl vorwärts als auch rückwärts bewegt werden. Um den Walk-Modus zu aktivieren, muss das Motorrad stehen und das Gas geschlossen sein. Außerdem solltest du ohne Sozius auf dem Motorrad sitzen und prüfen, dass sich keine Personen oder Gegenstände um das Motorrad herum befinden. Um den Walk-Modus zu starten, halte die Taste Walk auf der linken Armatur gedrückt. Das Display verfärbt sich orange-rot. Prüfe, ob auf dem Display Walk Mode und F/R angezeigt wird. Wenn nicht, befindet sich das Getriebe in Leerlaufstellung. Lege den ersten Gang ein. Sei immer bremsbereit. Beim Öffnen des Gasgriffs bewegt sich das Motorrad jetzt langsam mit bis zu 3 km/h vorwärts. Bei negativer Drehung des Gasgriffs bewegt sich das Motorrad mit bis zu 2 km/h rückwärts. Zum Abbrechen des Walk-Modus die Walk-Taste erneut gedrückt halten. Beim Wechsel wird wieder in den zuvor gewählten Modus gewechselt. Das waren die wichtigsten Funktionen der nagelneuen Kawasaki Ninja 7 und Z7 Hybrid. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Erfahren dieses neuen Motorrads.